Was für ein Riesengerät, absolute Wahnsinn. Schaut mal, ich komme gar nicht bis ans Ende von dem Gerät. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Leute, stopp, bevor ihr jetzt wieder geht und sagt, ich brauche nicht so ein großes Gerät. Wir haben hier den Atomstack X70 Max auf dem Tisch stehen mit einer Gravurfläche von 850 x 800 mm. Absoluter Wahnsinn. Dieses Gerät gibt es aber auch in klein. Das ist absolut das gleiche Gerät. Das ist der Atomstack X70 Pro mit 500 x 400 mm Gravurfläche. Viele kennen Gipfelholz von den ganzen Laservorstellungen. Ich habe vor etlichen Wochen schon den iCare K1 mit 70 Watt vorgestellt. Im Endeffekt gehören die beiden zusammen, Atomstack und iCare. iCare ist die Premium-Marke von Atomstack und wir wollen das aber trotzdem uns einfach mal diesen 70 Watt, diesen Atomstack 70 Watt Pro Max anschauen. Der Pro ist im Endeffekt das ganz gleiche Modell, nur ein Stückchen gleicher. Und wir wollen es jetzt ein bisschen vergleichen mit dem iCare K1 70 Watt, die Premium-Marke, und was da der Unterschied ist. Und das wollen wir uns halt einfach mal anschauen, was das Gerät einfach bringt. Also die Größe ist echt mal absolut enorm, wirklich. Zusammengebaut seht ihr ihn ja hier schon stehen. Leute, es ist kein Hexenwerk. Die Bedienungsanleitung ist echt wirklich gut beschrieben, kann man nichts sagen. Es sind ein paar Schräubchen. Diese Rahmen werden natürlich einzeln geliefert. Dieses Gerät wird natürlich nicht in dieser Größe geliefert, sondern ihr müsst es zusammenbauen. Ich sage jetzt mal geschätzt roundabout eine halbe Stunde. Die muss ich euch nicht zeigen. Einfach mal in die Bedienungsanleitung reinstehen. Ist alles deutlich erklärt. Ja, was sind denn auch die Unterschiede zum K1 70 Watt? Das werden wir heute im Laufe des Videos einfach nochmal genauer anschauen. Das K1 Video kann ich euch unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken oder hier oben wird es dann irgendwo aufploppen. Schaut da einfach mal drauf. Ist auch ein cooles Gerät. Wie gesagt, es ist die Premium-Marke von Atomstack. Kommen wir mal zum Herzstück des Lasers. Wir haben hier das 70 Watt Modul, das umschaltbar ist von 70 auf 35 Watt. An der Seite ist ein kleiner Schalter verbaut. Einfach umschalten und hier wird angezeigt an den LED, was ihr gerade für eine Leistung habt. Im Endeffekt unterscheidet es sich nicht zum iCare K1 70 Watt. Das ist das gleiche Modul. Es kommt ja eigentlich auch aus dem gleichen Haus. Die beiden Marken können ja im Endeffekt zusammen. Es sind stolze 1,3 Kilo, Leute. Das ist echt absoluter Wahnsinn, diese 1,3 Kilo. Wir haben oben den Anschluss für den Kompressor, für den Air Assist, der dann praktisch unten raus, hier rauspustet. Ein Sichtschutzglas ist auch noch mit verbaut und diesen kleinen Schalter da hinten, das kleine Ding hier, dieser WIP-Schalter, das ist der Autofokus. Hier seht ihr die automatische Z-Achse. Im Endeffekt ist die automatisch geführt. Also da ist ein kleiner Motor noch verbaut, wo dieses Lasermodul hoch und runter bringt. Das brauchen wir ja für diesen Autofokus. Aber diese Z-Achsen-Höhenverstellung ist auch manuell bedienbar, denn wir brauchen das auch. Und das sehen wir jetzt gleich im Laufe des Videos. Sehen wir das nämlich auch noch, dass wir das brauchen, dass wir das Ganze per Hand einstellen können. Wir haben hier einen Laserpunkt, weil der Laserpunkt ist ja eigentlich relativ wichtig. Also ich sage jetzt mal so, umso höher die Laserleistung wird, umso größer wird der Laserpunkt. Also das heißt, wenn ihr einen 10 Watt Laser habt, dann ist es eigentlich wirklich für ultrafeine Gravuren besser gedacht als so ein 35 bzw. 70 Watt Laser. Das muss jeder von euch einfach wissen. Wir haben hier eine Laserpunktgröße bei 70 Watt von 0,12 mm mal 0,18 mm. Also ihr merkt, dieser Laserpunkt ist schon relativ groß. Wenn wir umschalten auf 35 Watt, haben wir eine Laserpunktgröße bei 35 Watt von 0,08 mal 0,12. Ich habe ja gerade das Gewicht erwähnt von 1,3 Kilo, die müssen auch irgendwie gehalten werden. Also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, früher diese Lasergeräte, diese ganz alten mit diesen Gummirollen, mal ganz ehrlich Leute, die haben teilweise ein bisschen gewackelt, aber hier wackelt ehrlich gesagt gar nichts. Das ist eher das Holzbrett drunten, was wackelt. Also das ist echt schon mal richtig sauber verbaut. 1,3 Kilo müssen auch von der Geschwindigkeit dann her passen, dass der Laser das überhaupt mitmacht. Atomstack hat hier jetzt Laufschienen verbracht, also das heißt, es sind so Rundschienen oder Rundstäbe verbaut, wo dann auf Metallrollen läuft. Beim iCare K1 Pro, der fährt auf Linearführungen, deshalb können wir mit dem iCare K1 70 Watt auch höhere Geschwindigkeiten fahren. iCare gibt an, wir können bis zu 900 mm pro Sekunde machen.
Atom Stack bei dem X70, die geben an, dass wir maximal 400 mm pro Sekunde machen können. Das sind also dann 24 mm pro Minute. Also ihr seht schon diesen Unterschied, bei der K1 einfach auf einer Linearführung fährt und dort können wir einfach schnellere Geschwindigkeiten fahren. Angetrieben wird die Y-Achse, das sind die hier, also diese Bewegung wird angetrieben durch einen, ich komme kaum hin, Stepmotor hier, der in der Mitte verbaut ist und mit 2 Stangen rüber geht. Ich kenne jetzt viele andere Laser auf dem Markt, da lässt sich die X-Achse, die lässt sich hier bewegen und ihr seht es mal wirklich, wenn ich die jetzt hier links und rechts hier bewegt sich überhaupt absolut gar nichts. Das finde ich schon mal ein riesengroßer Vorteil, weil wir da wirklich auch sauber arbeiten können. Wie gesagt, ich kenne andere Laser, da kann ich das wirklich hier um Zentimeter teilweise schon bewegen und das soll ja nicht sein. Hier vorne seht ihr die Bedieneinheit, das Touchpad, was angesteckt werden kann und das hält echt mal ganz gut. Das bin ich von den anderen Lasern nicht so gewöhnt. Wir haben hier auch zweimal ein Netzteil mit 2 verschiedenen Anschlüssen. Das heißt, wir haben einmal 24 Volt und wir haben einmal 36 Volt. Ebenso haben wir hier noch den Anschluss für den automatischen Air Assist. Das finde ich auch mal ganz gut, dass der Air Assist Kompressor, ich sage immer Air Assist, dass der Kompressor automatisch ein- und ausschalten kann, über Lightburn gesteuert. Oben seht ihr noch den Ein- und Ausschalter, einen Alarmknopf, denn er hat auch noch einen Feuersensor verbaut, wenn es dann irgendwie Feuer fängt, dass dann praktisch hier ein Alarm losgeht und dass der Laser aufhört zu lasern. USB-Stick kann man auch noch anstecken für Dateien, man kann auch offline ganze lasern, das kann man dann alles über das Touchpad einstellen und steuern. Reset-Taster und hier haben wir noch den Knopf für den Autofokus. Aber auf den Autofokus kommen wir nachher zu sprechen. Ihr seht natürlich jetzt hier auch noch eine Opferplatte. Das ist eine riesengroße Opferplatte. Dort habe ich noch ein Koordinatensystem aufgelasert. Dieses Koordinatensystem könnt ihr natürlich wieder kostenlos auf meiner Homepage downloaden. Schaut da einfach mal drauf. Ich werde auch das Ganze anbieten für das kleinere Modell, praktisch für den X70. Könnt ihr auch noch mal drauf schauen zum Downloaden. Beide auf der Homepage zu finden. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Zur Opferplatte ist da ganz klar, also wer braucht ein Koordinatensystem, das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er eins braucht oder nicht. Ich finde es immer ganz cool, wenn es drauf ist, wenn man mal schnell was ausrichten will, ist es echt total easy anzuwenden. Aber natürlich kann ich euch empfehlen, immer eine Metallunterplatte zum Lasern zu benutzen. Wenn man so eine Opferplatte mit Koordinatensystem benutzt, muss man den Laser natürlich auch festschrauben, damit es immer an derselben Stelle ist, dieser Laser. Das ist ja ganz klar, aber man kann auch bei diesem Laser, bei diesen 4 Füßen sind Löcher drin. Man kann das also wirklich anschrauben. Das ist schon mal auf jeden Fall möglich, das ist gut zu wissen, aber das Problem ist, dass wir dann keine Erhöhung haben. Es kann ja sein, egal ob es bei diesem Laser, bei dieser Größe oder beim kleineren Modell, beim Pro, dass man den irgendwie erhöhen will, dass man Rotari drunter stellt oder. Da gibt es jetzt noch keine Möglichkeit, also das heißt, Atom Stack bietet da noch keine Füße an. Die werden bestimmt auch noch irgendwann kommen, aber ich sage jetzt mal so, ich habe jetzt wieder was, ihr seid es ja von Gipfelholz gewohnt, der Modellbau Kessler hat jetzt wieder Füße konstruiert für diesen Laser, das heißt, es sind Erhöhungsfüße, die untersten Füße sind zum Festschrauben auf der Opferplatte oder auf eurer Platte und dann kann man diesen Laser einfach nochmal mit diesen Füßen erhöhen. Ich werde sie euch unten in der Videobeschreibung verlinken, das sind 3D-Druckdateien. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Kessler euch drucken würde, müsst ihr einfach mal anfragen. Ich habe damit nichts zu tun, ich verlinke es euch einfach nochmal und schreibt es den einfach nochmal an. Also richtig cool. Einen Punkt möchte ich euch noch zeigen, und zwar den Fokus einzustellen. Das ist nämlich bei diesem Gerät ein bisschen anders als den Geräten, was man auf dem Markt so kennt. Und zwar haben wir hier einen Fokusblock, den seht ihr hier, der hat verschiedene Höhen und den muss man dann einstellen, je nachdem, was man macht im Endeffekt. Ihr seht, ich habe das mit Edding mal hingeschrieben, 8 mm, 15, 20 mm. Die 8 mm nimmt man für Material, was dicker ist als 20 mm von der Stärke her. Dann stellt man diesen Fokusbereich ein. Wenn man jetzt Material hat, was kleiner als 20 mm ist, geht man auf diese 15 mm und beim Gravieren nimmt man diese 20 mm. Der Autofokus, wenn man den drückt, der stellt sich dann automatisch immer auf Gravieren ein. Also das müsst ihr einfach wissen. Alles andere muss dann manuell eingestellt werden. Und jetzt sagt sich der ein oder andere, ja, und was ist jetzt, wenn ich beides gleichzeitig machen will, gravieren und schneiden? Also ich sage jetzt mal, es geht ja und nein. Also wenn ich jetzt ein dickes Material habe, gravieren
und schneiden gleichzeitig. Das wird dann einfach vom Fokusbereich nicht mehr passen. Dann müsst ihr 2 Durchgänge machen. Das heißt, wir gehen erstmal auf die Gravur und stellen dann den Laser nochmal ein und fahren die zweite Runde. Das müsst ihr einfach wissen. Ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen blöd. Aber ich weiß nicht, ob das dann so oft vorkommt. Wenn man jetzt aber... Ich habe jetzt da mal ein paar Versuche gemacht, zum Beispiel ein 10 mm Sperrholz geschnitten, habe graviert und geschnitten und ihr seht, die Gravur kommt trotzdem noch gut raus. Also ich würde da jetzt vielleicht keine Feingravur drauf machen, da würde ich dann schon 2 Schritte machen, aber sonst funktioniert das schon. Bei richtig über 20 mm habe ich es jetzt noch nicht probiert, um gravieren und schneiden. Ich glaube mal nicht, dass es dann so fein wird, aber je nachdem, was halt drauf kommt. Das müsst ihr aber nur mal wissen, deshalb wollte ich es euch erwähnen. Also gut, ich werde euch jetzt mal erklären, wie wir den Laser richtig einbinden. Und ich habe das natürlich schon mal gemacht. Ihr öffnet jetzt einfach mal Lightburn, geht hier unten auf diesen Button Geräte, dann öffnet sich ein Fenster. Wichtig ist es für euch, da müsste noch nichts drin stehen bei euch. Wichtig ist es, dass ihr auf manuell erstellen geht, nicht auf Laser suchen, sondern manuell erstellen. Ich werde das nur noch kurz bearbeiten. Ich habe es ja schon gemacht. Gehen wir auf Bearbeiten. Dann müsst ihr GRBL eingeben, Next, Serial USB, Next. Dann könnt ihr euren Wunschnamen hier oben eingeben, XY, X haben wir 850, Y 800 einstellen, Next drücken. Links vorne das automatisch in Grundstellung bringen, das schalte ich immer ab, aber das kann natürlich jeder selber für sich entscheiden, dass der Laser dann automatisch immer in die Nullposition fährt. Next, und jetzt haben wir das Ganze schon erledigt und schon ist der Laser angelegt. Ihr müsst auf Finish drücken, ich drücke auf Cancel, dann taucht er in dieser Liste auf oder halt der taucht dann hier auf, klickt den einfach an, klickt OK, ich gehe jetzt auf Cancel. Dann taucht er hier unten auf das Gerät und da braucht ihr nur noch euren COM einstellen. Da kann es auch was anderes drinstehen, COM 3, 4, 5, was auch immer. Bei mir ist es COM 3 und schon ist euer Laser im Endeffekt miteinander verbunden mit dem Rechner. Jetzt müssen wir aber noch andere Einstellungen vornehmen und da geht es ja jetzt erstmal hier auf dieses Werkzeug. Hier oben könnt ihr es nochmal kontrollieren, die Größe, dann könnt ihr nochmal links vorne starten, anschauen. Das hier und das hier werde ich euch nachher im nächsten Step dann erklären. Diesen Zeigeversatz brauchen wir fürs Laserkreuz und das brauchen wir für den Autofokus, diese Z-Achse aktivieren. Das werde ich aber aus dem iKear-Video rausnehmen, weil das absolut identisch ist. Gut, das Wichtige, was wir eintragen müssen oder anklicken müssen, wenn das noch nicht drinnen steht, ist der Air Assist. Der muss auf M8 stehen. Das ist nämlich der automatische Air Assist. Das heißt, dass der Air Assist automatisch angeht, wenn wir diesen Button hier oben aktiviert haben. Den können wir auch ausschalten und somit ist der Auto Air Assist oder der Kompressor praktisch ausgeschaltet. Das zweite Wichtige ist, dass wir hier eine 1000 im S-Wert drin stehen haben und dieser Wert, der muss bei 115.200 definitiv stehen. Also achtet darauf bitte nochmal und schaut dort nach. Was ich jetzt euch noch empfehlen kann, ist, das mache ich halt immer so, ich laser immer aus der Mitte heraus, dass ich dann immer in die Mitte fahre mit diesen Start in der Mitte mache vom Laser. Lege ich mir hier noch einen Mittelpunkt an, das könnt ihr auch verwalten machen, könnt ihr einen Wunschnamen angeben und gebt dann euer XY ein. Das muss natürlich die Hälfte betragen, 425, 400 und dann braucht ihr nur draufklicken auf diesen Mittelpunkt und der Laser fährt absolut in die Mitte und ihr könnt auch von dort aus starten, weil ich finde es einfach besser, die ganzen Werkstücke und das Ganze dort auszurichten. Aber das kann natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf die Konsole, weil wir haben ja einen Autofokus, aber den erkläre ich jetzt gleich im nächsten Schritt. Aber ich möchte es euch bloß mal zeigen, ich habe das natürlich jetzt hier auch schon gemacht. Wie gesagt, diese Erklärung, die ich jetzt gleich machen werde, die ist vom iKear 70 Watt, weil es absolut identisch ist. Aber ihr seht jetzt hier den Autofokus und die Laserpositionierung bzw. das Laserkreuz ist bei mir auch schon angelegt. Jetzt möchte ich euch noch 2 Sachen erklären und zwar fangen wir mal einfach mit dem Autofokus an. Wir haben ja einen Autofokus, der sich dann automatisch, der Laserkopf sich einstellt. Jetzt müssen wir aber erstmal eine Grundeinstellung nochmal vornehmen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir gehen jetzt erstmal in das Touchpad rein und dort ist ein Button Autofokus. Den schaltet ihr aus, solltet er an sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe herausgestellt, dass es so ist, wenn dieser Autofokus an ist,
dort im Touchpad und ich in die Home-Position fahre, dann fährt der Laser auch in die Grundposition. Das heißt, er fährt dann nach links unten, aber auch an der Höhe. Da resettet er sich praktisch nochmal. Das will ich ja nicht, wenn ich dann zum Beispiel in die Home-Position fahre und nochmal in die Mitte fahre und dann dort lasern will, dann hat sich ja der Fokus verstellt. Wenn man diesen Button jetzt ausschaltet, diesen Button im Touchpad ausschaltet, dann passiert das Ganze nicht. Das heißt, ich kann in die Home-Position fahren, kann dann wieder in die Mitte fahren und der Fokus ist immer noch richtig eingestellt. Um den Autofokus hier reinzubekommen, steht es ganz gut in der Bedienungsanleitung. Da braucht ihr eigentlich nur euch einen Makro hier aussuchen, könnt rechte Maustaste klicken und das Ganze dann hier oben reinschreiben, Autofokus, und dann gibt es einen bestimmten Wert, ich glaube griechische Klammer auf, ich sage immer griechische Klammer und zu, aber steht in der Bedienungsanleitung und dann klickt ihr OK, dann habt ihr hier den Autofokus drin. Also das funktioniert ganz gut. Wir können das Ganze jetzt mal machen, dass ihr das einfach seht. Ich drücke entweder hier drauf oder am Gerät, diesen kleinen Taster, drücke ich dann einfach, mache ich immer am Gerät, weil ich dann dabei stehe, um das Ganze dann einzustellen. Also klickt ihr einfach drauf und dann fährt der Laser nach oben. Und schon ist der Autofokus oder der Fokus im Endeffekt richtig eingestellt. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Punkt, was wir einstellen können, und zwar das Positionierkreuz. Und zwar ist es dann so, ihr legt dann praktisch euer Werkstück drunter an dieses Laserkreuz, drückt eine Taste und dort startet der Laser genau da, wo ihr es hingelegt habt. Dazu müsst ihr in die Konsole gehen und diesen Button hier anlegen, drückt ihr einfach eine rechte Maustaste und könnt reinschreiben, was ihr wollt hier oben, und diesen Wert muss eingetragen werden. Drückt ihr OK und schon sind wir fertig, und in Zukunft müsst ihr dann hier drauf drücken und der Laser richtet das Werkstück da am Laserkreuz aus und drückt dann da drauf und der Laser startet genau dort. Jetzt ist es aber so, dass wir das Ganze noch fein justieren müssen. Wir müssen es einfach noch einstellen, dass der Laser auch genau an der Stelle dann loslegt. Das machen wir aber ganz einfach über die Software. Also das heißt, ich habe jetzt hier mal, ihr seht es, ein Kreuz angelegt. Es ist einfach nur ein Plus reingeschrieben, und das werde ich jetzt Ganze gravieren. Das muss nicht sehr groß sein. Ihr zeichnet jetzt auf ein Stückchen Holz ein größeres Plus und zeichnet es einfach mit dem Bleistift drauf. Und ich starte das Ganze nämlich aus der Mitte raus, weil ich da besser klarkomme als hier irgendwo in der Ecke, kann ich das richtig schön ausrichten. Das heißt, wir werden unseren Laser jetzt erstmal in die Home-Position fahren. Ist das schon? Jawohl, prima. Haben den Autofokus natürlich schon gemacht, und jetzt werde ich den Laser mal in die Mitte fahren, werde mein Werkstück dann nehmen, das heißt, ich werde jetzt mein gezeichnetes Plus nehmen, werde es drunter positionieren und jetzt drücken wir dann einfach mal auf der Konsole. Wenn wir das mal probieren wollen, drücke ich jetzt Laserkreuz, dann fährt der Laser genau an der Stelle, wo er loslasern sollte normalerweise, und drücke jetzt einfach mal Start, müsst ihr halt die Einstellungen noch machen. Drückt einfach mal Start und dann lasert der Laser jetzt praktisch an der Stelle. Solltet ihr das gemacht haben, dann seht ihr hier schon, dass der Laser höchstwahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle losgelasert hat. Jetzt ist es so, jetzt können wir das Ganze in der Software einstellen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Geräte-Einstellungen rein. Jetzt seht ihr hier oben einen Zeigerversatz. Den müsst ihr einfach aktivieren. Und jetzt müsst ihr das Ganze jetzt mal nehmen und messen, inwieweit der Laser praktisch falsch gelasert hat. Also das heißt, wenn ich jetzt zu weit rechts gelasert habe, das ist bei mir so der Fall, bei mir wurde zu weit rechts und zu weit oben gelasert. Jetzt nehme ich einen Messschieber, messe das Ganze aus und sage dann, okay, mein Laser muss ja eigentlich mehr nach links und nach unten. Das heißt, ich muss auf der Y, auf der X-Achse, X-Achse ist Minus nach links, Plus ist nach rechts, bei der Y-Achse ist Plus nach oben und Y- ist nach unten. So, und das Ganze werden wir jetzt nochmal probieren. Ihr müsst den Zeigersatz aktiviert haben. Macht das gleiche noch einmal, legt euer Werkstück darunter. Das heißt, genau an den Kreuz anlegen, euer Bleistiftkreuz darunter und macht es dann wieder Mittelpunkt
und dann geht es auf die Konsole, sagt Laserkreuz und drückt dann auf Start und kontrolliert dieses Ergebnis. Leute, jetzt ist mir noch ein Thema mega wichtig, und zwar die Thema Sicherheit. Ein Laser ist kein Spielzeug, egal welche Laserleistung. Wir haben ja hier ein offenes System bei dieser Größe. Ich würde euch definitiv empfehlen, baut euch auf jeden Fall noch ein Gehäuse außen drum mit Sichtschutz und mit einer Absaugung, Abluft nach draußen. Atmet diese schlechte Luft einfach nicht ein. Ich habe ja bei mir in der Werkstatt so ein fettes Rohr über dem Laser, und da wird alles richtig schön komplett abgesaugt. Also ich atme die schlechte Luft nicht ein. Das wäre mir echt noch wichtig, dass ihr daran denkt, mit diesem Laser nicht in einem geschlossenen Raum zu lasern und die ganze schlechte Luft einzuatmen. Beim K1, bei der K1-Serie von iKear, da gibt es ja ein schönes, richtig tolles Gehäuse. Schaut euch dieses Video definitiv an, ist auch richtig cool. Punkt 2. Leute, schaut niemals in den Laserstrahl. Holt euch auf jeden Fall noch eine vernünftige Laserschutzbrille. Es wird ja eine mitgeliefert, aber ich kaufe mir da lieber eine vernünftige. Die kann ich euch unten auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Also schaut da nie in diesen Strahl rein. Punkt 3. Punkt 3, das ist auch ganz wichtig. Ich sehe da so viel, da brennen Laser teilweise ab. Leute, lasst euren Laser niemals unbeaufsichtigt, nicht mal eine Minute irgendwo weggehen. Bleibt immer dabei, damit ihr eingreifen könnt. Habt Feuerlöscher in der Nähe, damit ihr sofort eingreifen könnt, falls was passieren sollte. Ich habe da Sachen gesehen, die sind dann 1-2 Stunden weggegangen und haben sich gewundert, dass das halbe Haus abgebrannt ist. Leute, was ist los mit euch? Also bleibt immer bei eurem Laser und lasst ihn nie beaufsichtigt. Beaufsichtigt. Na gut, okay. Also Leute, wir schießen jetzt mal los mit ein bisschen Lasern. Wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen an, was er so einfach hat. Der K1, ich habe das Video schon gedreht, aber wir werden jetzt einfach mal schauen, ob er die gleiche Leistung einfach hat wie der K1, 70 Watt. Es müsste sein, weil wie gesagt, es ist das gleiche Lasermodul. Wir schauen das Ganze mal an. Alle Dateien könnt ihr natürlich kostenlos wieder auf meiner Homepage downloaden. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt da drauf, kommt auf die Homepage. Die ganzen Speed- und Power-Tests, die ich da habe, und vor allem das Koordinatensystem in dieser Größe, und für das kleinere Modell biete ich euch auch noch zum kostenlosen Download an. Also, ab geht's!
Wir starten jetzt den gleichen Versuch wie beim IKEA K1 70 Watt. Ich habe hier ein Holzstück, eine Fichte mit 38,5 mm Stärke. Das ist natürlich echt absoluter Schwachsinn, das zu schneiden. Aber wir wollen jetzt einfach mal schauen, ob er das Ganze auch schafft. Und ich zeige euch natürlich das automatische Absinken des Lasers, zeige ich euch auch noch jetzt in Lightburn. Und wir werden es jetzt mal probieren. Jetzt schauen wir uns die Einstellungen in Lightburn an. Und zwar habe ich eine Linie gezeichnet, ganz einfach mit diesem Stift hier. Gehen wir jetzt auf Linie und jetzt gehen wir mal in die Einstellung rein. Ihr seht 120 Speed und 95% Power. Aber ich würde euch natürlich diese 95% nie empfehlen. 120 mm pro Minute. Jetzt haben wir hier mal 3 Durchgänge eingestellt und jetzt kommt das automatische Absinken. Das könnt ihr nämlich hier eingeben. Dazu müsst ihr aber eure Z-Achse aktiviert haben. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell raus. Und die muss hier oben aktiviert sein und dann funktioniert das auch. Das heißt, wir tragen jetzt mal ein 3 Durchgänge und 2 Durchgänge. Die erste macht er normal und die anderen beiden Durchgänge macht er mit 2,5 mm, fährt er automatisch nach unten. Ihr müsst aber natürlich aufpassen, dass ihr nicht euren Fokusbereich von 8 mm überschreitet bei dem Abfahren, weil sonst könnt ihr ein Problem haben, dass er hängen bleibt. Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine damit. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch in 2 Durchgängen. Wir werden es jetzt einfach mal testen. Ihr wisst Bescheid, wie das jetzt funktioniert mit der Absinkung, mit der automatischen. Und schießen jetzt einfach mal los und schauen, was passiert. Also Leute, absoluter Wahnsinn, muss ich immer wieder sagen. Schaut mal diesen schönen, sauberen Schnitt an. Ich probiere es mal scharf zu machen. Also der ist sowas von sauber, dieser Schnitt. Und wir haben es sogar in 2 Durchgängen geschafft. Also wir hatten ja 120 mm pro Minute, wir hatten 95%. Ja, ich weiß, absoluter Schwachsinn, das zu schneiden. Und wir hatten 3 Durchgänge mit 2,5 mm Absinken. Also hatten wir eigentlich bei diesem Schnitt jetzt gerade 2 Durchgänge mit einmal Absinken mit 2,5 mm und wir sind da durchgekommen. Echt krass. Jetzt können wir noch einen kleinen Versuch machen. Ich werde das Ganze mal auf 35 Watt umschalten und werden wir das Ganze mal mit der anderen Geschwindigkeit probieren. 100 mm pro Minute und dann werden wir es einfach mal durchschneiden, ob das auch funktioniert. Und dann werden wir es aber mit 3 Durchgängen machen. Was absolut geil ist, es funktioniert mit 35 Watt auch. Wir müssen bloß ein bisschen langsamer fahren und brauchen 3 Durchgänge und es funktioniert auch. Und wir haben hier echt auch einen sauberen Schnitt. Das ist so faszinierend. Aber mal ganz ehrlich, Leute, lasst es lieber bleiben. Ich empfehle euch so, diese Leistung mit diesem Laser eh nicht zu fahren. Lasst es lieber bleiben. Aber wir haben einfach mal jetzt mal gesehen, dass es funktioniert. Und wir können da theoretisch sogar noch dicker schneiden. Also so wie es mir rüberkommt, würde es sogar noch gehen, aber wer macht das? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. So meine Lieben, wir haben ja schon einiges getestet mit diesem Laser, aber ich stoppe das Ganze jetzt mal, denn dieser X70 ist der gleiche Laser, das gleiche Lasermodul wie der K1 70 Watt und es ist ja sinnlos, wenn ich das gleiche Material einfach nochmal durchballer und ich komme auf den gleichen Wert oder ich komme auf die gleichen Ergebnisse. Deshalb könnt ihr gern, wenn ihr diese Werte wissen wollt, ich werde die Werte vom K1 auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr da drauf schauen könnt. Und natürlich das Video dazu auch nochmal. Wer einfach noch mehr Materialien sehen will, kann da gern nochmal drauf schauen. Jetzt schauen wir uns die Ergebnisse trotzdem noch mal schnell an. Und zwar das Schneiden ist richtig gigantisch. Wir können hier eine Geschwindigkeit fahren, richtig geil. Jetzt nur mal ganz kurz die 10 mm, nur mal als Vergleich. Das ist jetzt der K1 hier und der K1 hat jetzt ein Kästchen mehr geschafft. Naja, auch
ja, dieses Kästchen könnte ich noch rausdrücken. Ich glaube, das liegt auch immer an der Qualität des Holzes. Da sind nur noch ein paar Fitzele dran, dann wäre es auch draußen. Aber wollen wir ja fair sein und das Ganze so anschauen. Also das passt definitiv von den Werten. So geht das jetzt Ganze alles durch. Das heißt, Speed- und Power-Test würde ich euch so immer empfehlen anzuwenden. Und diese Schnitttests schauen auch relativ gleich aus. Wie gesagt, es hat einfach mit der Qualität des Holzes zu tun. Ich habe schon mal ein Video gemacht über Alu, wie ich das ganze eloxiertes Alu markieren könnte. Das kann ich euch auch noch mal verlinken mit Folienspray. Funktioniert echt top von allen Farben. Macht so einen Speed-Power-Test drauf und ihr wisst, was ihr für Einstellungen habt. Edelstahl, wie gesagt, ist ja auch richtig cool, das zu markieren. Da werde ich euch diesen Test auch nochmal zum Downloaden anbieten. Da könnt ihr einfach mal drauf schauen, ist richtig cool. Und wenn er da ein bisschen rumspielt, auch mit diesem Test, dann kann man richtig coole Ergebnisse erzielen. Also das seht ihr ja hier, das ist zwar mit einem anderen Laser gemacht, aber wenn man sich da ein bisschen beschäftigt damit, dann kommt richtig cooles Zeug dabei raus. Schiefer ist auch so ein richtig geiles Material. Ich meine, seid mal ehrlich, wenn man mal die Einstellung gefunden hat, dann kommt es doch mal richtig, richtig heiß raus. Das, auch mit diesen 35 Watt, auch mit diesem größeren Laserpunkt. Also ganz ehrlich, das Ergebnis passt doch noch. Natürlich kann ich mit dem 10 Watt Laser noch ein besseres Ergebnis erzielen bei Feingravuren. Aber ich sag mal, das ist absolut ausreichend. Bevor wir zum Fazit kommen, noch was in eigener Sache. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Würde mich echt drüber freuen und ihr könnt natürlich alles vollballern mit Kommentaren. Kommen wir mal zum Fazit vom X70. Also ich finde diese 70 Watt einfach gigantisch. Man kann da durchpowern ohne Ende. Man kann da höhere Geschwindigkeiten fahren beim Schneiden. Es macht richtig Spaß. Ich muss da nicht mehr ewig lang warten. Also richtig geil. Speziell auf dieses Gerät gesehen hier. Diese Größe, die ist enorm. 850 x 800 mm habe ich hier eine Gravurfläche. Das ist schon enorm. Wer das Ganze natürlich nicht braucht, geht eine Nummer kleiner auf 500 x 400. Das ist absolut auch ausreichend. Aber ich werde euch natürlich jetzt die ganzen Geräte unten auch in der Videobeschreibung noch verlinken. Was Negatives finde ich jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Gut, das Einzige ist, dass ich jetzt 3 verschiedene Höhen einstellen muss. Das heißt, ich muss zum Schneiden eine andere Höhe einstellen als zum Gravieren. Wenn ich jetzt nicht ganz so dick schneide, funktioniert das mit dem Gravieren echt noch top. Aber sollte ich jetzt mal über 20 mm schneiden, muss ich 2 Durchgänge machen. Das ist das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stört. Ansonsten ist da wirklich absolut alles in Ordnung. Mit dem K1 von iKear, den 70 Watt, da kann ich noch ein bisschen schneller fahren von der Geschwindigkeit her, weil er einfach jetzt noch hochwertiger aufgebaut ist wie dieses Modell hier, obwohl ich jetzt von der Wertigkeit überhaupt kein Manko gesehen habe. Also mir ist jetzt nichts persönlich aufgefallen, was mich jetzt an diesem Gerät noch stören würde. Der einzige Unterschied ist, dass der K1 einfach eine Linearführung hat, damit ich dann schneller fahren kann und dass die K1-Serie ein extra angepasstes Gehäuse hat. Also das ist natürlich schon praktisch, denn dort muss ich mir eins selber, bei dieser Größe muss ich mir eins selber bauen und bei der kleineren Größe, da könnte es Gehäuse geben. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es jetzt für dieses Gehäuse für diese Größe ein Gehäuse geben wird. Was es geben wird oder was es jetzt schon gibt, was ich jetzt leider nicht mit der Lieferung bekommen habe, beziehungsweise es steht noch irgendwo aus, es ist ein Honeycomb. Halt, stopp Leute, es wurde noch geliefert, ihr seht es jetzt hier auf dem Tisch, kann ich es euch wenigstens hier nochmal zeigen. Und zwar ist es echt ein Riesenteil, das sind eigentlich 2 Teile, die miteinander verschraubt werden müssen und werden natürlich mit den passenden Blechen für unten geliefert. Das heißt, in dieser Größe gibt es auch ein Honeycomb zu kaufen, damit ich eine richtig krasse Schnittunterlage habe. Ihr habt es ja im Video gesehen, ich habe einfach ein kleineres benutzt, ist gar kein Stress, aber ist natürlich sinnlos, wenn ich große Sachen schneiden will, dann brauche ich ja auch ein großes Honeycomb. Und das gibt's und das werde ich euch natürlich unten auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. So meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Test mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.